Willkommen zurück bei Elder Scrolls Online. Wir sind hier gerade dabei, für die Quest-Reihe, für die Mod-Quest-Reihe Helgen Wiederaufbau, Helgen Reborn, in einer Angelegenheit mit Sklavenhändlern zu ermitteln. Haben hier gerade eine Sklavenhändler-Höhle ausgeräuchert und bevor wir da rein... Toll. Merkst du was? Das macht überhaupt nichts aus. Hallo? Ich bin gestunt. Verhält sie und bringt sie zurück in meine Schiffsquartiere. Ui, das bekommt noch eine unerwartete Wendung. Ich habe schon gedacht. Oh, don't worry. The paralysis isn't permanent, but you may have a headache for a while. Was habt ihr mit mir gemacht? I suppose there's no harm in you knowing. It's a spell from a very arcane and ancient school of magic. Ach was. I am one of only a few who can wield it these days. For a lesser skilled being, its effects are more harmful to the caster than the victim. In recent times, many died simply trying to learn it. But I have mastered it, even if it does leave me a little tired. But I don't think you really want to talk shop, do you? Doch, eigentlich schon. No. Ich bin selber Meistermagier und würde den Zauber gerne lernen. You've caused me quite the bit of trouble, you know. But be that as it may, I'm glad to finally meet you face to face. Schön, dass ich helfen konnte, aber ich könnte nicht sagen, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Yes, charming to the last, I'm sure. But you do understand that it's simply a matter of my good graces that you're still alive, don't you? Do you think that slaughtering an entire dispatch of Aldmeri soldiers, including 2 justiciars, would go unnoticed by the Dominion? Ah, Aldmeri Dominion ist hier aktiv. That fetid little town you're trying to rebuild would have been razed to the ground by now. And the Thalmor would have once and for all put an end to your pitiful little band of miscreants. Oh, you look surprised. But don't worry. I know everything. The town, this Marcus Jannus, and most of all Valerius Tiberius Artoria, and his pathetic remnants of the Keepers of Hatu. They were also once a great thorn in my side, and, like you, caused me not a little bit of trouble in the past. But their time, his time, and yours, has come to an end. Wetten das nicht? Ihr habt seine Frau und seine Kinder abgeschlachtet. Was habt ihr erwartet? I expect him to die, like all men will die or serve the Dominion. The era of men has come and gone. It is now the time of the Aldmer. Das hättest du gern. We were once a very patient people, but that patience has worn thin. Was wollt ihr von mir? Warum habt ihr mich nicht getötet? I could have killed you, but I did not. Why? Ihr braucht mich wohl für etwas. Yes, good. You see, we're not so different, you and I. I killed his family and others. You killed my men at the prison. We're both murderers. It's all just a matter of perspective. Das mag wohl sein, ich bin nicht wie ihr. But yes, you are. You will see that in time, if you live. Was wollt ihr? You will go get Valerius Tiberius Artoria and hand him over to me at the prison where you murdered my soldiers. Ich werde so etwas niemals tun. Oh, but there is where you're wrong. You will, or else your friend Marcus Jannus will die. Markus, was habt ihr mit ihm gemacht? As I said, I know everything about you and your friends. I know that yesterday he decided to take a little stroll down to Riverwood. You know, you just can't be too careful these days. You never know when you might get kidnapped and brought to me. So, as you can see, you have little choice. Bring Valerius to me, and I might let Jannus live. Das glaube ich Don't denn bring him to me, and he will surely die, as will Valerius and you. So you see, Valerius is going to die, one way or another.
This way, you at least get to spare the life of your friend. It's your choice. Now, you must sleep for a bit, and when you wake, you'll be back at the shore. You know what you must do. Now sleep. Guards, take her back to the shore. Interessante Wendung. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das kommt völlig überraschend. Was? Ich bin jetzt also... Erzähl Valerius, was geschehen ist. So, das werde ich wohl tun. Ich habe nicht vor, ihn zu hintergehen. Warte mal. Nein, ich werde direkt zu meinem Wohnturm reisen. Zu meinem privaten Turm da. Also, wir haben jetzt die Wahl, entweder Valerius ihm auszuliefern, und dann bleibt Marcus vielleicht am Leben. Vielleicht am Leben. Dieses vielleicht stört mich schon wieder. Der hält, das ist doch ein Thalmor, der hält doch niemals sein Wort. Dem werde ich hoffentlich in die Suppe spucken können. Ja, nie und nimmer glaube ich ihm das. Festung Helden, dann gehen wir mal rein. Ja, ich kann es halt ändern, dass die Vertonung Englisch ist. Da müsste halt wirklich auf die Untertitel gucken. So. Wer oder was ist denn hier los? Der hat wahrscheinlich versucht, Marcus zu fangen und das ist nicht gelungen, oder wie sehe ich das? Wurst. Falco. Ja, wir werden es gleich erfahren. Marcus wurde von Aerandils Männern gefangen genommen. Er ist im Gefängnis. How do you know this? Ich wurde verhext und von Aerandils Leuten zu ihm gebracht, sagte er. God damn it, this is what I was afraid of. Wait right there. Falco, do you have anything you want to say about this? Valerius, I don't know anything about any of this. I swear to the gods. You and I are the only ones who knew Marcus was going to Riverwood. I made sure of that. You are a traitor and a liar. If you didn't have anything to do with this, then how was Marcus captured? How did they know what my friend here was up to? How did they know where Korst was hiding before? It's all very convenient, is it not? I don't know, Valerius. I swear I don't know anything you're talking about. Liar! Except for rescuing Korst, Aerandil has known what we were doing at every turn. You didn't have time to warn anyone about that, now did you? I saw you, Falco, 2 nights ago when you thought I was asleep. I followed you and saw the messenger you met with. I should kill you right now. How could you betray me like this? How could you betray Marcus and all your brothers? Valerius, I'm sorry. They said they have my sister and her children. They're so young. They're all I have left. They said they would kill them if I didn't tell them what they wanted to know. I didn't want to, but I had no choice. Falco, you're a fool. Your sister and her children are already dead, or slaves by now. You will never see them again. That much is certain. We don't have time for this. Korst, lock him in a cell downstairs. I'll deal with him later. Yes, sir. Fill me in on what you know. Jo, zunächst einmal, kurz zusammengefasst, dieser Falco, der hat offenbar den Spion gespielt für diesen Aerandil und ist genauso bedroht worden, wie Aerandil das eigentlich bei uns gemacht hat. Er hat ihnen gesagt, dass seine Frau, wie war das, seine Schwester, glaube ich, seine Schwester und ein Kind gefangen wäre und hat ihm gesagt, wenn er nicht pariert, wird er sie nie wiedersehen. Hat also die gleiche Show abgezogen wie bei uns in der Runde. Ob das stimmt, weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er Geheimnisse verraten und das hat zur Entführung von Marcus geführt. Ihr und ich müssen zum Gefängnis, wenn Marcus überlegen soll, sonst niemand. Then it has come to this at last. Perhaps today is a good day to die.
I'm ready to go when you are. Wir sollen Valerius zu Aerandil bringen. So. Ja, wir werden schon einen Ausweg finden, da bin ich sicher. Letztendlich wird Aerandil dafür bluten, dass... Außer die Quest hat eine Überraschung. Das kann ja sein. Also wir haben ja schon mehr Überraschungen mit dieser Mod erlebt. Woher weiß ich, dass da ein Thalmor-Gefängnis ist? Aber da war ich offenbar schon. Thalmor-Gefängnis. Müsste da nicht klingeln bei mir? Ist das das Gefängnis, wo wir... Ach, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall muss ich da schon mal gewesen sein, sonst wäre das nicht auf der Karte verzeichnet. Thalmor-Gefängnis. Das ist, wo wir zu Beginn der Questreihe schon mal waren, als Kaiserliche verkleidet. Ich glaube, ja. Das wird das sein. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube, wenn ich so einen sehe... I came as you wished. Now let Marcus go. Now! Genau, das ist es also. What you're doing, you can't. It's the only way, Marcus. You must know that by now. It has to end here and now. So, we finally meet at last after all these years. Unfortunately, I'm sorry to say you fall well short of the legends that precede you. Keepers of Hatu, indeed. I said, let Marcus go! All in due time, Imperial. You know, I still remember the look on your son's face from all those years ago. It is the look of fear and death, and it's the same look on your face right now. I remember my men saying he squealed like a little girl when they beat him, and that your wife and young daughter both moaned like whores as my men ravaged them again and again and again. I'll kill you! Valerius, no! Leichtsinnig mir den Rücken zuzudrehen, Alter. Tja, hast mich wahrscheinlich nicht richtig eingeschätzt. Ja, dann den Zellenschlüssel nehmen wir mal an und Elfenschwertes Blitzschlag. Ja, ist schon was wert. Nehmen wir mal mit. Kann gleich. Nee, das nun wirklich nicht, nein. So, ich denke, ich kümmere mich erstmal um die Nasen. Das Gefängnis können wir immer noch öffnen. Bock weg. Hat gar nichts mitgekriegt, der Spinner. Und tschüss. Soldat das Thalmor. Thalmor-Metzeln, ich liebe es. Ich hab sie in der Elder Scrolls Online auch immer gern vermöbelt, wenn ich die Gelegenheit dazu hatte. Und es fiel mir ein bisschen schwer, fürs Aldmeri Dominion zu arbeiten. Aber gut, das ist halt mal so, wenn man alle Geschichten durchspielen will, kommt man da nicht drum rum. Ihr seid tot. Der hat mich tatsächlich bemerkt, jemand. Tja, wo bin ich nur? Ich wusste doch, dass ich euch finde. Ja, und was hast du jetzt davon, dass du mich gefunden hast? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Doch, kann ich. Aha! Ich wusste doch, dass ich euch finde. Wir sagen mal. Wo seid ihr? Sage mal. Da seid ihr ja. Quatsch. So, das hast du jetzt davon. Und? Ihr könnt Deine Seele gehört mir. Nein, gehört sie nicht, und zwar weil ich keinen Seelenstein mehr habe. Dann kann ich eigentlich gleich genauso gut den Chaos-Dolch ausrüsten. Ich habe sie wohl verscheucht. Oh ja. Gucken, ob sie das kommentiert, den Toten da.
Waffe lässt sie völlig unberührt, oder? Und tschüss. Was hast denn du Lustiges? Ein makelloser... Das passt doch. Hab ich jetzt bei dir schon reingeguckt oder nicht? Ja, offensichtlich schon. Dann da vorne ist noch einer. Tja. Den lasse ich jetzt in der Position, das ist irgendwie lustig. Der hat sich zu Tode gekocht. Und hasta la vista, Baby. Zumindest leiden sie bei mir nicht, ne? So, durchsuchen Rubin. Jetzt haben wir wohl hier alle abgemurkst und können ihn befreien. Wie schaut es mit der Zeit aus? Ich hätte eigentlich genug Zeit, mich hier ein bisschen umzugucken. Neugierig sind wir ja gar nicht, das wisst ihr ja, wir müssen nur alles wissen. Das ist scheinbar gefällig, sondern schon. Ja, das ist wahrscheinlich Zukunftsmusik, das lasse ich jetzt mal, ich will der Quest nicht vorgreifen. Was haben wir denn hier? Nichts Besonderes. In den Truhen wird sicher nichts Wichtiges sein, da ist schon mal gar nichts drin. Da auch nicht, da sowieso. Und außerdem, das sind wahrscheinlich verzauberte Thalmor-Klamotten, oder? Ja, muss ich nicht haben. Müsste ich nur haben, wenn sie als Kostüm nötig wären. Und das ist ja in Skyrim eher unwahrscheinlich. Jetzt schauen wir mal darüber. Ich habe ja in Elder Scrolls Online einen Zwang entwickelt, in alle Schränke reingucken zu müssen. Und hier juckt es mich jetzt auch in den Fingern, obwohl hier ganz bestimmt keine lila Rezepte drin sind. Zumindest lebt er noch, aber ist nicht ansprechbar. What has Aerandil done to him? Es ist eine Art Lähmungszauber. This is far, far worse than any paralysis spell I've ever seen. Oha. I think it's draining the life out of him. Ein vergifteter Leben. Er wendete einen auf mich an, aber ihr habt recht, dieser ist viel We have to mächtiger. see if we can help him. Val, can you hear me? Yes, old friend. Barely. So good to be with you, old friend. I'm glad you're here. We're going to find a way to get you out of here. Hang on, Valerius. No, old friend. My journey has come to an end. Please, let me go, Marcus. Val, Sabrina. Children. I see my wife and my children. Yes, old friend. Go to them. Go be with your family. Oh my. Valerius. Der ist He's wirklich tot. gone. Oh, Dallas, no! Yes, Korst, it's finished. But what are you doing here? I'm sorry, Marcus. We just couldn't let him come here to die like this. But it appears we are too late. Yes, Korst, I understand. You men, stand at ease for a moment. Schaut euch mal die Rüstung an. Das ist nicht Skyrim Vanilla. Das muss auch zu der Quest gehören. Dieses Wappen.
Gut gemacht. Durchsuchen kann ich den nicht. Wäre wahrscheinlich ein bisschen pietätlos. Aber könnte sein. These men and I would like some time alone, if you don't mind. We'll bring his body back to Helgen and prepare for a service tomorrow. Please join us in honoring our friend. Verstehe, ich werde euch morgen aufsuchen. We will wait to begin the service until you arrive. Go easy, my friend. Wartet bis morgen auf Valerius Begräbnis. Das ist ja echt tragisch. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass der stirbt. Ich habe gedacht, wir können ihn retten. Werden morgen, aber in Helgen. Gut, das wollte ich wissen, nach Helgen. Ja, von hier aus kann ich nicht schnell reisen. F5. Das möchte ich nicht nochmal wiederholen müssen. So. Raus, Balkenring. Sehr, sehr tragisch. Marcus haben wir gerettet, aber Valerius ist tot. Und das, obwohl ich direkt hinter diesem verdammten Thalmor stand und bereit war zuzuschlagen. Deswegen stand ich ja da. Ja. Moment, so, also dahin. Da werde ich ein paar Stunden warten müssen. Es hieß ja den ganzen Tag. Und ja. Wuff, wuff. Dann gehe ich mal in meinen Mondturm und übernachte da mal einen Tag. Dann könnt ihr den Turm auch noch mal begutachten. Im Grunde geht es ja für den Spieler normalerweise vor allem darum, ja, um diesen Bogenturm. Alles andere ist Beiwerk. Aber dieser Bogenturm, der ist echt exzellent. Reine Sahne. Das Bett ist ein bisschen einfach gehalten, aber das macht ja nichts. So, auch, ja, 24 Stunden warten. Und dann 18, 17, 16. Morgen das. Vierte Jahresmitte. Trefft euch mit Marcus wegen Bells Begräbnis. Jawohl, das machen wir. Gut, ja, alles vorbereitet. Wie man sich halt ein Nordbegräbnis vorstellt. Die haben es sogar irgendwie geschafft, etwas Ähnliches wie ein Totenhemd zu machen. Dann reden wir mal an. Ich bin hier zur Bestattung, wie ihr wünscht. Yes, thank you for coming. Please join the others. I'd like to say a few words. I know this must be as difficult for each of you as it is for me. More so, even. You were his trusted friends, and his inner circle. Of our friend, I can assure each of you this. He told me that he was truly happy again, for the first time in many, many years. I don't presume to have words that might assuage the grief you must feel. You will each have to find your own solace in whatever manner suits each of you best. But if this were a proper military funeral, we would most likely have a musician playing a funeral song. Many of these old songs came from ancient battlefields and were played at the end of a long day of fighting. They were lullabies, meant to signify that all was well, and that it was peaceful and safe to rest for the night. Well, Valerius,
Old friend, you will not soon be forgotten. You are safe now. You may finally be at peace and rest. For our friend, we weep. For his memory. We rejoice. For this warrior. We salute We you. salute. For ourselves, We say goodbye. goodbye. Das war im Grunde dieselbe Begräbniszeremonie, die man sieht, wie wenn man für die Kriegergilde hier, wie heißen die gleich wieder, die Gefährten, wenn man Kotlak in der Himmelsschmiede bestattet. Also wahrscheinlich hat der Modder sich da ähnliche Routinen zunutze gemacht. Und auch dieses Gebet hat sich sehr ähnlich angehört. Ich kenne allerdings nur die deutsche Version aus Skyrim. Aber ich vermute, das ist die englische Version gewesen von dem Gefährtengebet. Seid ihr über Falken? Nee, das machen wir nächstes Mal. Für heute schließe ich hier mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.